Der letzte erhaltene V2-Raketenteststand der Welt. Dieses Bauwerk ist seit 1945 unverändert. Hier testeten die Nazis die gefürchteten V2-Raketen. Ein Schacht führt 40 Meter in die Tiefe in eine geheime Bunkeranlage, wo bombensicher Raketentreibstoff produziert wurde. Wir erhalten exklusiv einen Einblick in die gesamte Anlage und erkunden dieses Labyrinth aus Gängen und Stollen. Der Zeitzeuge Adolf Grabner, Jahrgang 1938, erlebte die Tests der V2-Triebwerke live mit. Herr Grabner ist Maschinenbauingenieur im Ruhestand. Bereits in jungen Jahren recherchierte Herr Grabner zu diesem einst so geheimen Bauwerk. Im Jahre 1985 nahmen Veteranen der US-Armee, die nach dem Krieg hier stationiert waren, Kontakt zum Bürgermeister auf, um zu erfahren, was sie hier eigentlich zu bewachen hatten. Der Bürgermeister stellte den Kontakt zu Herr Grabner her. Es entstand eine Freundschaft und Herr Grabner versorgte die Soldaten mit allen Hintergründen zu diesem Bauwerk. Erstaunt stellten die Soldaten fest, dass diese Informationen als geheim galten und nur der Geheimdienst davon wusste. Sie waren fasziniert von dem Zweck der Anlage. Im Jahre 2008 besuchte Herr Grabner eine Vorlesung der Arbeitsgemeinschaft Schlier, die sich mit der Geschichte des Bauwerkes befasste. Schnell stellte er fest, dass das Wissen darüber sehr rudimentär war. Er erzählte von dem eigentlichen Zweck und schnell wurde Herr Grabner Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Schlier. Alle heute bekannten Informationen über diese Anlage sind Herrn Grabner zu verdanken, der unerlässlich über Jahrzehnte Archive systematisch durchsuchte und Dokumente zusammentrug, um eine Dokumentation über diese Anlage zu erstellen. Nur einmal jährlich werden limitierte Führungen angeboten. Herr Grabner führt bis heute Interessierte durch die Stollen und die Teststände. Zudem erstellte Herr Grabner 3D-Modelle, um die Technik dieser Anlage zu überliefern. Herr Grabner stellte mir diese Bauzeichnung zur Verfügung, um in diesem Film dem Zuschauer die Abläufe während des Krieges zu vermitteln. Herr Grabner hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der eigentliche Zweck dieser Anlage heute bekannt ist. Hier erhalten wir einen Einblick in sein Lebenswerk. In diesem Film führt Herr Grabner den Zuschauer durch diese einst so kriegswichtige Anlage und erklärt anschaulich die einzelnen Stationen und Werke. Der Prüfstandsbunker, das sogenannte Objekt 10, ist 35 Meter lang und 20 Meter breit und hat hier einen Höhenüberstand von 11,5 Metern etwa. Nach unten geht es auch 6-8 Meter. Der Prüfstandsbunker, das sogenannte Objekt 10, war 35 Meter lang und 20 Meter breit und hatte 2 Prüfstände zum Testen der Raketenbrennkannen, die allgemein Öfen, bei Schlier aber Tuben genannt wurden. Im rechten Prüfstand 2 wurden etwa 500 Tuben getestet bzw. gebrannt, wie man bei Schlier sagte. Der linke, ebenfalls fertiggestellte Prüfstand 1 wurde nicht verwendet. Die Außentreppe führte in die obere Etage des dreigeschossigen Wagenraums, in dem die kugelförmigen Drucktanks standen und das Ethanol und der flüssige Sauerstoff für die Brenntests gewogen wurden. Gegen Abstürze in die 13 Meter tiefe Abgasschure hatte der Prüfstand eine vor dem Brennen ausfahrbare Arbeitsplattform mit Geländer. Also ein gewaltiges Bauwerk. Die Abgasschuren waren hier im ersten Bereich überdeckt. Da sind natürlich keine Bäume gestanden, nirgends. Die nächsten Bäume waren drüben, das war eine Waldlichtung da. Mhm. Da waren Himbeeren und so. Da kam es raus dann quasi, der Abgasstrahl, ja? Mhm. Da kam der Abgasstrahl raus. Die Abgasschuren sind verschieden angeländebedingt. Die rechte ist etwas länger. Ja. Das war der Prüfstand 1, nur im Prüfstand 2 wurde getestet. Um die Bäume nicht anzusengen, hatten die Schuren an den Enden Zäune aus schweren Profilstählen, um den über 2000 Grad Celsius heißen und mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit austretenden Abgasstrahl zu dämpfen bzw. nach oben abzulenken. Der donnernde Lärm der Brenntests war mehr als 20 Kilometer weit zu hören. Und jetzt gehen wir in den letzten erhaltenen Prüfstand für die V2-Rakete in Europa. Der letzte seiner Art. Alle anderen wurden weggerissen, ob es Lesten war. Also Rotbutt, ist alles weggekommen. Der letzte erhaltene. Also ein wirkliches Privileg, hier drehen zu dürfen und diese Dokumentation durchzuführen. Dorst mal zu. Nee, ist auf hier. So. Aha. Okay. Vorsicht. So. Ach, Herr Jemine. Ach, Herr Jemine.
Wir sind hier im Objekt 10, wie der Prüfstandsbunker genannt wurde, im Prüfstand 2. Das Objekt 10 hatte 2 Prüfstände, es wurde aber nur hier im Prüfstand 2 getestet. Oder gebrannt, wie man bei Schlier sagte. Ungefähr 500 Raketenbrennkammern wurden hier getestet. Insgesamt hat man 6200 Raketen inklusive der Versuchsraketen erzeugt und 3200 davon hat man abgeschossen während des Krieges. Und 500 davon wurden hier getestet oder gebrannt, wie man bei Schlier sagte. In der Mitte des Prüfstandsbunkers kommt der Aufzugsschacht nach oben, dann war eine Gleisweiche und da wurde der Wagen hier hereingefahren, hier abgestellt, da war ein Ablauf mit einem Gitterrost und mit einem Kurbelantrieb, mit einem Seil. Die Aufnahme habe ich von einem Amerikaner bekommen. Die ist von hier original? Die ist original, 1945, Mitte August. Auf jeden Fall ist hier oben der Rahmen zu sehen. Ja. Mit diesem Kurbelantrieb, mit dem Seil und Umleinkrolen, wurde die 1,80 Meter hohe, ohne Kronen, 1,80 Meter hohe, 450 Kilogramm schwere Tube nach oben gekurbelt, in einen Rahmen eingespannt. Dann wurde der Rahmen um 30 Grad geschwenkt, dass der Abgasstrahl hier hinunter konnte, fixiert. Dann wurden die ganzen Schläuche angeschlossen, das wird man dann noch sehen, genauer. Und hier auf diesen noch vorhandenen Konsolen waren 2 Schienen, die 5 Meter nach außen liefen und außen abgestützt wurden. Und da war eine Arbeitsplattform mit Geländer, dass niemand abstürzt in die 13 Meter tiefe Schure. Und wenn alle Anschlüsse hergestellt waren, oben für Sauerstoff und herunten für Ethanol, und dann haben die Leute diesen Ort verlassen. Der letzte hat mit einer Handkurbel, mit einem Kettenantrieb auf die vordere Achse, die Plattform nach außen gefahren, bis vor den Bunker, ist dann die Leiter hinuntergeglättet, seitlich auf einem Treppenaufgang herauf. Und da, wo jetzt die Ziegelmauer ist, genauso wie hier in der Mitte, das war frei. Das war frei. Das heißt, man konnte durchsehen von hier zum Prüfstand 1. Und es kam dann der Befehl, mehr Tuben zu testen und mit größerem Druck zu fahren. Und der leitende Prüfstandsingenieur hat sich Urlaub genommen. Es wird über den Grund gemunkelt, aber es sagt keiner was, weil er es nicht genau weiß. Der Stellvertreter, der war aus München, Fürstenfeldbruck, ein gewisser Ingenieur Mattmer. Der wollte aber nicht gleich testen, sondern der hat nach Berlin-Falkensee ein Gespräch geführt. Das Ventil hängt immer, durch die tiefen Temperaturen bleibt das Ventil stecken, das müsste repariert werden. Er darf nicht unterbrechen. Aber das war dann nicht der Grund, sondern ungefähr 5 Minuten nach einem Test, zur Mittagszeit, 11:30, ist im Aufzugsschacht ein Rohr geplatzt, ein Sauerstoffrohr. Flüssigsauerstoff, wie gesagt, eine Flüssigkeit und die lässt sich nicht verdichten. Gas lässt sich verdichten, aber eine Flüssigkeit, ob Wasser oder Öl oder irgendwas lässt sich nicht verdichten, sondern nur unter einem bestimmten Druck und dann ist es aus. Und wenn die Wanddicke nicht reicht, dann platzt das Rohr. Und das ist hier passiert, das wissen wir von einem Interview vom Leiter, vom Chefingenieur aller Prüfstände. In Peenemünde, in Oberradarach bei Friedrichshafen am Bodensee, von Lehessen, von Zipf und nach dem Krieg aus Amerika. In Huntsville, Alabama war der auch Chef für die Prüfstände. Ach so. Die haben viel deutsches Personal. Ja, ist klar. Nachher hat man ihnen die Staatsbürgerschaft wieder entzogen und heimgeschickt. Ja. Da waren einige Organisationen auch verständlich. Aber nachdem die Russen den Sputnik oben hatten, mussten die Amerikaner auch was machen. Genau. Da haben sie die Deutschen gebraucht, so war es damals. Ohne irgendwie was zu verherrlichen oder was, das liegt mir fremd. Wahnsinn. Und der ganze Ort Zipf, mit Ausnahme der Schlierleute und der hier Beschäftigten, wurde evakuiert. Meine Familie 5 Kilometer weg zu Verwandten. Und es wurde sehr großer Druck dahinter gesetzt, dass mehr Tuben getestet werden. Man hat natürlich auch das Abkühlen abwarten müssen. Und
dann ist eben das große Unglück passiert, dass 5 Minuten nach einem Test das Steigrohr geplatzt ist und nachdem hier alles offen war, waren alle hier beschäftigten Techniker tot. 3 weibliche Assistentinnen, darunter Ilse Obert, die Tochter des Raketenpioniers, die war also auch nicht Raketentechnikerin, sondern die hat im Labor nur die Filme entwickelt. Jeder einzelne Test wurde gefilmt, jeder einzelne. Und wenn alles in Ordnung war, dann ist die Rakete weggegangen. Betonschure zu schonen, die Oberfläche, wurden hier Panzerlaufketten aufgelegt. Ach so. Und hier befestigt. Hier der gerade Teil war mit Panzerlaufketten vom Nibelungenwerk in St. Valentin. Die wurden irgendwo in einer Tempergießerei in Niederdonau, wie es damals geheißen hat, erzeugt. Und an der Decke waren Spritzrohre montiert. Die haben hier heruntergespritzt, Wasser. Und das hat natürlich riesig gedampft, weil alles sehr heiß war. Die Temperatur in der Brennkammer war über 2000 Grad Celsius. Nachdem alles kaputt war, auch die Einrichtungen, der Aufzug, die Kabinen, alles war kaputt, hat man das Ganze wieder instand gesetzt und nach Werner von Braun musste hier der Wagenraum, da war dort der Beobachtungsstand, der musste hier nach außen verlegt werden. Verbunkert? Hier verbunkert. Ja. Hier waren 3 Schichten Glas drin. Ja, sieht man noch. Das war der Beobachtungsstand. Ja. Und die 2,5 Meter dicke Stahlbetonwand wurde hier durchbrochen, die war zuerst geschlossen, damit dieser Raum besser belüftet wird, damit der Treibstoff, der abtropfende, schneller verdunstet. Da hatte man Angst. Man hat alles wieder instand gesetzt, aber nicht mehr damit gearbeitet. Nur mehr in Lehesten. Ja. Hier nicht mehr. Und es wurde nie bombardiert, das habe ich richtig. Es wurde nie bombardiert. Die Amerikaner haben mich auch gefragt. Die wollten das in die Hände bekommen. Unbedingt, ja klar. Ja, ganz klar. Das war der Run auf die deutsche Technologie. Das bedeutet, die wussten also was. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Und das Prüfen hat folgendermaßen stattgefunden. Ein Bypassventil für die Zuleitung oben Flüssigsauerstoff und unten und zur besseren Kühlung hat man das Ethanol hier hineingepumpt. Das ist dann nach oben gegangen und hier über feine Düsen, von oben kam der Flüssigsauerstoff und die Düsen waren seitlich tangential angebohrt, damit der Treibstoff verwirbelt. Und hier hat es dann innen eine Stange hineingegeben mit einem Drehteller, mit ursprünglich 4, später 3 Treibsätzen, wie bei einem Feuerwerk. Die wurden elektrisch gezündet, das hat sich zu drehen begonnen und hat Funken versprüht. Und über den Bypass wurde 10% Zufluss freigegeben und nach 5 Sekunden der ganze Zufluss über das Hauptventil. Das hat so ausgesehen, draußen der Schacht, eine Gleisweiche mit dem Wagen hereingefahren, hochgehoben, an den 4 Punkten befestigt. Dann hat man die Anschlüsse hergestellt, die Sträucher hat man am Foto gesehen und dann hat man gezündet, die Zündverrüstung habe ich da nicht drin. Der Wagen wurde dann wieder hinausgefahren. Nicht? Deshalb hat der Wagen vorne und hinten einen Bügel und seitlich konnte man das Triebwerk wegschwenken. Das war jetzt praktisch die Startphase, die ersten 5 Sekunden. Das war dann die Vollphase. Das war die Vollphase. Unter Volllast. Ja, in 30 Sekunden. Ja. Hier sehen wir das Aufzugsbauwerk von oben. Da lief der Aufzug runter über 40 Meter in die Tiefe. Der Blick nach unten auf die gigantischen Schlote, wo der heiße Abgasstrahl in Überschall hätte rausgeleitet werden sollen. Eine dicke Türe. Jetzt betreten wir den unterirdischen Betrieb der Anlage Schlier. Durch ein verbunkertes Gebäude geht es tief in den Berg. Alter Schwede. Das ist der sogenannte Schutzbau. Links im Vordergrund der als Schutzbau bezeichnete Verladebunker, davor das Flüssigsauerstofflager. Die vorderen der beschlagnahmten Brauereikeller waren mit einer stufenförmigen Prallwand
und einer ebenen Prallplatte aus massivem Stahlbeton gegen Bombenangriffe geschützt worden. Auf der Prallplatte steht die Auswertebaracke und rechts dahinter der bombenfeste Luftansaugschacht für die Kompression des Sauerstoffwerks. Die vielen kleineren Betonköpfe sind die Oberenden der Kellerentlüftungsschächte. Die Decke hier oben ist 4,5 Meter dicker Stahlbeton. 4,5 Meter? 4,5 Meter dick. Hier wurden die Eisenbahnwaggons entladen, und zwar so: die von der Breslauer Lokomotivfabrik Linke Hofmann erzeugten und per Eisenbahn angelieferten 1,80 Meter hohen und 450 Kilogramm schweren Brennkammern wurden im Schutzbau auf Schienenwagen abgeladen und auf dem linken Gleis hineingeschoben. Freie Waggons, die hatten abnehmbare Dächer und verschiebbare Dächer. Ja. Und über eine Krananlage wurden sie abgehoben und auf diese Handwagen, Schienenwagen aufgesetzt, auf den Lochkranz, auf den Winkelkranz hier und hineintransportiert. Wobei dazu zu sagen ist, 2 Reihen A6 Triebwerke waren 12 Triebwerke und diese Triebwerke waren auch mit Tarnnetzen abgedeckt. Und wenn hier jemand von 20 Meter Entfernung zugesehen hätte, der hätte nicht gewusst, was drunter ist. So geheim war das, dass man selbst in der Anlage die Tuben getarnt hat? Ja. Da ist natürlich eine Wache gestanden, aber es hätte jemand mit Teleobjektiv oder irgendwo Aufnahmen machen. Das war so geheim. Wahnsinn. Linke Hofmann in Breslau hat diese Brennkammern erzeugt. Das war eine Dampflokomotivfabrik. Und dieser Bauausschuss A4, Aggregat 4, wie die V2 technisch geheißen oder genannt wurde, die wurde deshalb an Dampflokomotivfabriken vergeben, weil diese sehr gut mit Druckkesseln, Rohren und so weiter, Druckrohren umgehen konnten. Die Arbeitskräfte. Ja, das macht Sinn. Ne? Deshalb hat man das, es hat verschiedene Firmen gegeben, aber die in ZIF getesteten waren aus Breslau, von der Dampflokomotivfabrik Linke Hofmann. Können Sie uns sagen, wofür diese Einfassung hier ist? Ja, ich habe das zwar rekonstruiert, aber ich weiß nicht, warum die da sind. Das habe ich schon gemacht. Also das ist noch ein Rätsel tatsächlich, warum man das gemacht hat. Da waren 2 Eingänge, da war ein kleiner Eingang und weiter vorne ein langer für Fußgänger. Und hier waren 2 Gleise, am linken Gleis wurden die abgesetzt, hier hineingeschoben in den Keller 20. Und hier waren 2 Tore, so Halbtore, die so verschlossen wurden. Flügeltore. Die waren aber oben etwas offen, einen halben Meter, und deshalb waren hier am Ende ein Rolltor. Ein Rolltor nochmal zusätzlich. Noch einmal eins. Im letzten Kriegswinter 1944-45, also ein paar Monate vor Kriegsende, wurde hier im Keller 17 noch eine 6. Sauerstoffanlage installiert. Bei Schlier hat man täglich in 24 Stunden etwa 80 Tonnen Flüssigsauerstoff erzeugt, aber nach dem schweren Explosionsunglück im Prüfstand nur noch in Tankwaggons zu den mobilen Raketenabschussstellen in Deutschland transportiert, weil hier keine Brenntests mehr gemacht wurden. Ja, genau. Ach, da hat man es schon, das ist herausgeschwenkt worden, nehme ich an. Ja, das sieht danach aus, dass das hier ist. Auflegen kann. Genau. Hier rausgeschwenkt. Genau. Ja? Okay, ja. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Die im Keller 20 ankommenden Tuben wurden einer Eingangskontrolle unterzogen und dann für das Brennen vorbereitet. Dazu hat man 6 sogenannte Kronen auf die Tuben gesetzt, um im Prüfstand zu den unteren 6 Ethanol, oben nur 6 anstatt 18 Sauerstoffdruckschläuche anschließen zu müssen. Dann wurden die Tubenwagen im Stollen 21 nach hinten und per Aufzug zum Prüfstand nach oben gebracht. Nach dem Brennen kamen sie auf dem rechten Gleis wieder zurück, wurden auf dem oberen Drehteller gedreht und zur Nachbereitung der Tuben nach rechts in den Keller 16 geschoben. War die Brennkammermanipulation, also die Vorbereitung und die Nachbereitung der Brennkammern. Und das war natürlich ein Geheimbereich. Also hier in dem Stollen war die Nachbereitung. Im Keller 16, da gibt es von Peenemünde eine Zeichnung, eine Zusammenstellungszeichnung mit allen Maßen. Deshalb habe ich das natürlich sehr leicht rekonstruieren können. Die Nachbereitungsstationen hatten für jede Funktion 2 gleiche Einrichtungen. In der ersten Station hat man die Kronen wieder abmontiert, die Treibstoffreste in einen Tank abrinnen lassen
und dann alle Anschlüsse dicht zugeschraubt. In der zweiten Station wurde eine Innenraum-Wasserdruckprobe bei 18 Bar Druck durchgeführt und das Wasser danach wieder abgelassen. In der dritten Station wurden die Tuben innen mittels eines Umluftgebläses mit Luftheizung und Feuchteabscheider getrocknet. Vom mittleren Rohr im Boden strömte heiße Luft nach oben und entlang der Brennkammer-Innenwand wieder nach unten über das größere Rohr in den Trockenkreislauf zurück. In der vierten Station wurden die Innen- und der Einbar Luftüberdruck gesetzten Brennkammern in eine Rostschutzemulsion ähnlich Seifenlaue getaucht. Bei außen sichtbarer Bläschenbildung hat man die undichten Stellen nachgeschweißt. Die zwei Türen in der Kellertrennwand und die mittlere Tür zum Luftansaugschacht waren normalerweise immer verschlossen gewesen, weil sich hier im Brennkammermanipulationsbereich nur Fachkräfte mit Zutrittsberechtigung aufhalten durften. Im letzten Bereich wurden eventuell notwendige Nacharbeiten durchgeführt und nach der Endabnahme die Prüfpunzen zu den Seriennummern eingeschlagen. Dann hat man die Tuben wieder nach außen gebracht, auf die Waggons verladen und gemeinsam mit den dazugehörenden Prüfprotokollen zum Einbau in die Raketen ins unterirdische Mittelwerk nach Nordhausen in Thüringen transportiert. Wenn man überlegt, dass diese Technologie revolutionär war, das gab es noch nicht. Das gab es noch nicht. Das war das erste der Welt, was hier stattgefunden hat. Da vorne, hinter dieser Mauer, hinter der Mauer, war ja. der Eingang, der untere Teil des Luftansaugschachts. Da waren 4 Öffnungen, die waren gesichert mit schweren Eisenstäben in einem sehr knappen Abstand. Und da war natürlich auch ständig eine Wache. Hier stand auch jeweils an jedem Bauwerk, also diesem, wo größer war, stand eine Wache. Die wurden abgelöst, aber sie standen da. Tag und Nacht. Das Tor geht direkt zu dieser Luft, die von oben hereinkommt. Okay. Links und rechts waren noch 2 Türen. Sind die jetzt weiß oder sieht man sie nicht mehr oder haben es zubetoniert? Das sieht man von da aus. Ich habe die Brille nicht auf. Da kam die Luft von oben um sie. Ja, alles klar. Für die Luftkompression. Ja. Und das Sauerstoffwerk hat weniger gehabt und deshalb waren hier, das habe ich in meinem Video nicht so gezeigt, sonst könnte ich mit der Kamera sozusagen nicht durch. Hier waren Mauern eingezogen in einer bestimmten Höhe, so 3 Meter etwa. Da waren Türen drin, verschlossene. Man konnte also vom Sauerstoffwerk nicht hier herübergehen. Natürlich. Na klar, ja. Aber da war eine Zielmauer in 3 Meter Höhe etwa. Also mit der Leiter hätte man schauen können, aber wenn Ihnen jemand auf die Schliche gekommen wäre, hätte das KZ bedeutet. Die Anlage hatte man dann leer geräumt, als Sie dann das erste Mal rein durften? Der Brauerei nehme ich an, ab 1946, 47 zur Wiederinstandsetzung. Ich selber war dann sehr, also im Luftschutzkeller war ich natürlich oft, das ist klar. Aber da herinnen. Weil Sie Schutz gesucht hatten? Ja, bei Fliegeralarm. Wir haben ja nicht gewusst, lassen die Bomben fallen oder fliegen die weiter nach links oder irgendwo hin. Aber sonst, also, ich war das erste Mal da mit der AG Schlier durch die ganzen Anlagen, das war 2008. Und demontiert und mitgenommen, das Wort von den US-Amerikanern oder wie? Nein, 2 Sauerstoffanlagen, komplette, wurden von Holländern demontiert. Die hatten so einen riesen Kastenwagen, mit einem Werkzeugwagen so irgendwie. Und wir haben die Holländer gesehen, die waren in holländischer Uniform. Wir haben sie getroffen, die Leute hatten Kontakt zu denen und die haben 2 komplette Sauerstoffanlagen demontiert und nach Holland gebracht und dort aufgebaut. Und der Besitzer, ein Mitbesitzer, es war eine Aktiengesellschaft, die Brauerei, war draußen, der Dr. Kretz, und hat sich das in Holland einmal angeschaut vor 30, 40 Jahren. Von den Nationalsozialisten ist hier nichts demontiert worden, es wurde so übergeben. Nein, es wurde so übergeben, die Amerikaner haben das so in Beschlag genommen. Also so wie in Lehesten? Ja, genau okay, so. Gut. Das wird, und da hängt das System hinter. Das macht man nicht ohne Grund. Okay, das ist interessant. Dankeschön. Oh ja, Karl Fiebinger, ne? Eindeutig. Ja. Entschuldigung. Hier waren 3 Trennanlagen installiert. Im Keller 14 standen 3 Trennanlagen. Er ist der erste große Keller, der bei den Schlierführungen begangen wird. Die 3 Laugenturmpaare, dann die 3 Expansionsmaschinen, Kühl- und Rektifikationstürme. Und in diesem Raum war die Schlier-Telefonzentrale mit Fernschreiber untergebracht gewesen. Auch Ersatzteile für das Sauerstoffwerk waren hier gelagert
Und bei Fliegeralarm diente dieser Stollen 23 als Luftschutzraum für das Schlierpersonal. Ach, hier hat quasi, also das, was oberirdisch gearbeitet hat, das Personal, in Schreibstuben beispielsweise, ist dann hier runter geflüchtet. Waren Fliegerangriffe? Mit Kampfflugzeugen. Mit Kampfflugzeugen. Tief wurde nicht bombardiert. Ja. Vielleicht auch, weil man es in die Hand bekommen hat. Richtig. Das war der springende Punkt, ja. Genau. Hier war die ständig von einer Telefonistin besetzte Schlier-Telefonzentrale mit Fernschreiber untergebracht gewesen. Das ist wahrscheinlich jetzt als Wasserbehälter benutzt. Hier hinter ist das? Ja, da war der Keller hier herinnen, Luftschutzraum und so weiter. Er ist verschlossen worden. Wie groß war der ungefähr? 50 Meter lang, 4,60 Meter breit. Groß. Groß. Ja, groß. Hier war eine große Mauer eingezogen, 1,5 Meter dick, mit einer Eisentüre. Da war der Brauereibereich und der Schlierbereich getrennt. Und diese Mauer hat auch zum Keller 17 diese Tür verschlossen. Normalerweise hatten aber die Keller wesentlich größere Eingänge als die jetzt. Die wurden nach dem Krieg gemauert. Auch damit die Luft hereinströmen kann. Vom Keller 16 ist der Luftansagschacht von oben nach unten gegangen und hier ist die Luft hereingeströmt zu den Kompressoren. Hier im abgetrennten Teil des Kellers 16 das untere Ende des Luftansaugschachts. Die Türen waren, wie erwähnt, immer verschlossen gewesen. Dieser Bereich war praktisch das Sauerstoffwerk. Ah, hier sind wir im Sauerstoffwerk selber. Dieses Sauerstoffwerk und die ganzen Keller waren voll mit zuerst einmal die Luftkompressoren. Der zur Verbrennung des flüssigen Treibstoffes Ethanol als Oxidator benötigte flüssige Sauerstoff wurde bei Schlier nach dem Linde-Verfahren erzeugt. Dabei wurde die von Kompressoren angesaugte atmosphärische Luft stufenweise bis zur Verflüssigung verdichtet und gekühlt und dann in speziellen Anlagen in flüssigen Sauerstoff und flüssigen Stickstoff getrennt. Im Keller 15 waren 2 Trennanlagen installiert gewesen. Die flüssige, gekühlte Luft wurde im hohen Rektifikationsturm in flüssigen Stickstoff und flüssigen Sauerstoff getrennt. Gleich dahinter ist der niedrigere Kühlturm zu sehen. Anschließend eine sogenannte Expansionsmaschine, in welcher der Stickstoffgasdruck zum Teil abgebaut wurde, um damit über eine Kolbenmaschine einen 90 PS Generator zur Stromrückgewinnung anzutreiben, weil die Flüssigsauerstofferzeugung sehr große Mengen an elektrischer Energie benötigt. Hinten 2 Laugenturmpaare zum Waschen der flüssigen Luft. Im Keller 12 waren 3 liegende wassergekühlte 5-Zylinder-Luftkompressoren aufgestellt gewesen. Die Kolbenstange war über eine Kurbelwelle mit Pleuel angetrieben worden, hatte 600 mm Hub und oszillierte in der Sekunde 3-mal. Der wassergekühlte Elektromotor hatte eine Leistung von 870 PS. Hier der Keller 11 mit ebenfalls 3 Luftkompressoren. Im nächsten linken Keller 10 war die Schlier-Elektrozentrale. Nach dem Keller 10 ein großer Raum mit Tisch und Sesseln für die Soldaten der Wehrmachtswachkompanie, welche alle passierenden Personen kontrollierten. Um den Schlier vom Brauereibereich zu trennen, hatte der Mittelgang etwa auf halber Länge eine 1,5 Meter dicke Wand mit Eisentüre. Die Wand verschloss rechts auch den tischseitigen Eingang zum Keller 17. In 2 Kellern waren je 3 Kompressoren und im letzten Kriegswinter 1944-45 ist im Keller 17 noch eine weitere Sauerstoffanlage installiert worden. Damals wurde aber nicht mehr getestet, sondern den Sauerstoff hat man nach Deutschland gebracht in Tankwaggons. Die Trennanlagen für den flüssigen Sauerstoff hatten vorher Waschturmpaare, da wurde mit Lauge die flüssige Luft gewaschen. Dann wurde im hohen Rektifikationsturm flüssige Luft getrennt in flüssigen Sauerstoff und flüssigen Stickstoff. Der Stickstoff wurde nicht verwendet, der wurde dann weitergeschickt für die Düngererzeugung und so weiter. Stickstoffgas hat man hier zur Beaufschlagung verwendet und da werde ich noch zurückkommen, wie das funktioniert. In diesen 2 Kellern waren also 3 und 2 Trennanlagen, wie man das genannt hat. Wie viel Bergüberdeckung haben wir jetzt hier in dem Bereich? In dem Bereich ungefähr 25 bis 35 Meter. 25 bis 35 Meter sind wir hier tatsächlich unter der Erde und hier ließ sich natürlich bombensicher produzieren.
In diesem Keller 13 war die Speicher- und Abfüllstation. Wo man da dann hineinleuchten kann. Im Keller 13 war die Speicher- und Abfüllstation. Links standen 10 4,80 Meter hohe Speicherflaschen. Die kleineren Druckflaschen waren zum Teil Funktionsflaschen. Im Hintergrund links ein Gasometer und rechts daneben ein Speicherbehälter. Rechts standen 3 Stickstoff- und 3 Sauerstoffkompressoren als Pumpen. Unter diesem Flur waren 2 vormalige Trinkwasserbrunnen der Brauerei. Ein Teil des Wassers wurde hier destilliert und als Schmiermittel für die Zylinder der Sauerstoffkompressoren verwendet, weil Ölschmierung wegen der Explosionsgefahr nicht möglich war. Und ein Speicherbehälter und rechts waren je 3 Stickstoff- und Sauerstoffkompressoren als Pumpen. Die wurden für die Brauerei nicht mehr verwendet, aber ein Teil des Wassers wurde hier destilliert und als Schmiermittel für die Sauerstoffkompressoren verwendet, weil Ölschmierung wegen der Explosionsgefahr nicht möglich war. Also ihr seht das selber, diese Dimension, auch wieder diese Eiform, also halbrunde Form, dann wieder diese Eiform, weil sie besonders stabil ist und es trägt auch hier wieder Karl Fiebingers Handschrift. Gigantisch, was man hier unter der Erde dann errichtet hat. Wie gesagt, das waren Keller, die schon da waren, die wurden dann im Zweiten Weltkrieg erweitert, um sie für diese Zwecke hier nutzbar zu machen. Am Nordende des Kellers 20 lag eine Stickstoffgas-Druckflaschenbatterie zur Beaufschlagung der Treibstoffkugelbehälter. Die 42 Druckflaschen waren 5,25 Meter lang. Hier beginnt der 75 Meter lange Stollen 21 vom Keller 20 zum Aufzugsschacht. Die Fachleute waren Mineure aus einem Glanzkohlebergwerk bei Leoben. Da waren Fachleute dabei, die haben sich mit Tunnelbau und so weiter, Stollenbau ausgekannt. Diese Keller wurden tiefer ausgegraben und ausgebaut, um die Anlagen unterbringen zu können. Kann man da einschalten? Oder? Ja. Okay, das ist ja so hell genug, wunderbar. So, jetzt sind wir in den eigens für diese Anlage erschlossenen Bereich. Also das hat man wieder bergmännisch aufgefahren, damit man genügend Kapazitäten hatte, um das hier Sauerstoff herzustellen. Das war der sogenannte Pumpenstollen. Da hat man vom unterirdisch verlegten Mühlbach, der kanalisiert unterirdisch, hat man das Kühlwasser für das Sauerstoffwerk hereingepumpt, eine halbe Etage tiefer und hier, ja, das sieht man hier Überreste noch, da war ein Kanal, den sieht man nicht mehr. Da ist ein Kanal verlaufen, da zurück. Also die Rohre sind hier hereingelaufen und in die Sauerstoffabteilung. Notausgang, das ist noch original wahrscheinlich. Das ist original. Auch die Stahlprofile hier wurden eingezogen zur Verstärkung des ganzen Bereiches. Ja. Das ist natürlich inzwischen angerostet, das ist ganz klar. Ja. Das war nur ein provisorischer Notausgang deshalb, weil hier kein Geländer war, ziemlich steile Treppen und der ganze Kanal mit Druckrohren voll war. Da unten war die Pumpenkaverne. Da sind seitlich die Pumpen gewesen und nach nur 5 Monaten Bauzeit war der ganze Rüstungsbetrieb fertiggestellt gewesen. 5 Monate, 5 also Monate. vom Beginn bis zum Ende. 5 Monate, das ist unvorstellbar. Ja. Und Ende Februar, am 28. Februar 1944, kam es hier zu einer schweren Explosion. Und zwar wurden das erste Mal die Sauerstoffrohre gefüllt. Die Sauerstoffrohre waren aus Stahl. Und Flüssigsauerstoff hat eine Siedetemperatur von minus 183 Grad Celsius. Das heißt, wird er wärmer, dann verdampft er. In Form von weißem Dampf, das habe ich selber oft bei den Waggons und so weiter gesehen. Durch die minus 183 Grad Celsius sind die Rohre geschrumpft. Dadurch sind Leckstellen entstanden. Da ist Sauerstoff ausgeströmt. Und da unten hat laut Gerichtsprotokoll ein Monteur mit einer brennenden Kabinlampe seinen Arbeitsanzug entzündet. Wie genau, ist nicht beschrieben. Und das führte, hat zu laufen begonnen und das führte zu einer Explosion mit Großbrand, der erst nach 2 Tagen gelöscht werden konnte.
Hier waren 14 Arbeiter davon betroffen, tödlich verunglückt. Das ist Krieg. Gibt es Gesetze, die erlassen werden, damit sowas keine Nachahmer findet? Deswegen findet ihr in Schutzbauten für Zivilisten auch, wer die Eingänge versperrt, verstellt etc. bei Zuwiderhandlung droht der Tod. Das hat nicht nur das Großdeutsche Reich gemacht, das Deutsche Reich. Das findet ihr in britischen Luftschutzanlagen, in US-amerikanischen Luftschutzanlagen, überall. Weil man den Leuten sagen wollte, wenn ihr das macht, droht der Tod, damit das läuft. Man hat in Kriegszeiten keine Zeit, um sich über so Belanglosigkeiten zu unterhalten. Das muss strikt diszipliniert ablaufen. Hier war der zweite Eingang zum Luftschutzkeller mit der Telefonzentrale. Das andere Ende mit dem Treppenabgang haben wir gesehen, hier war auch ein Treppenabgang. Dort, das ist der fertige Luftschutzstollen, wie Sie ihn eben... Ja. Okay, in der Dimension genauso. Ja, genau. Alles klar. Die Aufschriften 21, das ist auch noch alles original, ja? Original sein. Ja. Und da hat sich jemand mit. Und da gibt es dann das auch. Da ist. Zum Notausgang 22 Meter. 30 Meter. Zum Luftschutzraum 30 Meter. Ja, hier ist nochmal so ein Zwischen, also wie in den heutigen Tunneln. Da kriegt ihr auch immer gesagt, wie weit das bis zum nächsten Notausgang ist. Das ist so. Original. Irgendwer hat das auch mit drauf. Schutzraum 30 Meter in diese Richtung. Die Flüssigsauerstoffrohre, die waren so ähnlich verlegt wie diese, nur war der Durchmesser kleiner. Und der Werksführer, der bezichtigt wurde, hier einen Fehler gemacht zu haben, hat sich vor Gericht verteidigt, dass Kupferrohre, elastischere Kupferrohre dieser Dimension während der Kriegszeit nicht mehr erhältlich waren. Ja. Sowas. Ich glaube, möglicherweise hat man den nachher aus Aluminium gemacht. Mit einer dicken Wand, auch möglich. Aber ich habe da keinen Beweis dafür. Ja. Hier waren zwei Pumpenkavernen. In der linken Kaverne stand ein als Zwischenspeicher verwendeter Ethanol-Druckbehälter mit 2,20 Meter Durchmesser. Zur besseren Sicht darauf wurde auch hier ein Teil der Mauern und der Betondecke weggelassen. In der rechten Kaverne standen zwei Flüssigsauerstoffdruckbehälter mit 1,80 Meter Durchmesser. Nur nach dieser Explosion hat man gesehen, dass das eine Sackgasse ist, ohne Fluchtmöglichkeit. Deshalb hat man dann beschlossen, den Pionierstollen zu bauen, in Fortsetzung der zweiten linken Kaverne. Dieses linke Kavernenpaar hat man nicht mehr benutzt, wahrscheinlich, weil man auch den Entschluss gefasst hat, im Prüfstand 1 nicht zu testen. Okay. Da gibt es aber kein Protokoll, das wir in der Hand haben. Ja. Aber das nehmen wir an, das war der Grund. Ergibt das, Sie sind ja Maschinenbauingenieur, aber Sie haben ja trotzdem dieses technische Verständnis. Ja. Also das würde schon tatsächlich Sinn ergeben dann. Ja, ja. Das habe ich mir gedacht. Ja, weil ich habe dieses technische Verständnis nicht. Ja, okay. Ne, also man nimmt das zwar an, ich habe im Laufe der Jahre natürlich auch viel Erfahrung dazu gesammelt, aber ich habe natürlich dieses ganze technische Verständnis nicht. Aber das könnte tatsächlich alles zusammenpassen, ja? Also hier war ein Ethanolbehälter, ein Kugelbehälter, Druckbehälter mit 2,20 Meter Durchmesser. Der Bau ist später gemacht. Ach so, okay, gut. Das ist einmal geändert worden. Auf der rechten Seite waren zwei Flüssigsauerstoffdruckbehälter mit 1,80 Meter Durchmesser. Mit 1,80 Meter Durchmesser. Ja. Sauerstoff und das Ethanol hat man nicht gepumpt mit Pumpen, sondern mit Druckbeaufschlagen. Das heißt, der Kugelbehälter hat unten einen Ausgang gehabt und von oben ist Stickstoffgas draufgedrückt worden, sodass das nach unten weggepresst wird mit 20 Bar Druck und das hat er nach oben befördert, 40 Meter. Also dort ist das Gleiche noch einmal passiert. 20 Bar bedeutet 200 Meter Wassersäule, exakt? Ja. 200, also mit dem Druck, wenn ihr 200 Meter unter dem Wasser seid, mit solch einem hohen Druck hat man das tatsächlich in die Anlage gespeist. Am Ende des Stollens 21 führte der Aufzugsschacht etwa 40 Meter nach oben in die oberste Etage des Wagenraums mit Gleis zum Prüfstand. Im Schacht waren zwei gegenläufige Aufzugskabinen, sowohl für die Tuben als auch für das Personal, die Steigrohre für Flüssigsauerstoff, Ethanol und Stickstoffgas und eine durchgehende Leiter mit Sicherheitskorb. Hier der Aufzugsschacht zwei Kabinen hatte, zwei gegenläufige Kabinen, und zwar auf der Antriebswelle war natürlich der Getriebemotor gekoppelt, dann war eine Bremse
und auf der Antriebsseite waren 2 Seiltrommeln. Eine hat sich abgewickelt, eine hat sich aufgewickelt. Das heißt, man brauchte kein Gegengewicht und konnte gleichzeitig mit 2 Kabinen fahren. Okay. Die Kabinen waren sowohl für die Tuben, wie die Brennkammern hier genannt wurden, auch in Lehesten übrigens, habe ich gerade gelesen, als auch für das Personal. Das bedeutet, hier über diesen Aufzug wurden die Tuben transportiert oder? Die wurden hinaufgefahren zum Rückstand, geprüft, wieder herunter und dann entbearbeitet. Das sind 45 Meter, habe ich. 40 Meter. 40 Meter. Diese Decke, ich habe es leider erreicht, meine Taschenlampe nicht. Wir brauchen einmal mehr. Doch, jetzt haben wir es. Kriegst du das drauf mit der Kamera? Oder müssen wir das Licht verändern? Jetzt, doch, haben wir drauf. Mal gucken, aber ich glaube, das ist zu hoch für mein Messgerät. Diese Abdeckung, die später eingebaut wurde, die ist 30 Meter, in 30 Meter Höhe. Ich habe schon Schwierigkeiten mit 28 Meter von hier aus. Ah, dann stimmt das. Zwischendecke. Also Zwischendecke. Zwischendecke 28 Meter und dann nochmal wie hoch? Bis wir oben sind? Auf 40, fehlen noch 12. Auf 40 Meter muss es insgesamt. Ich habe aber ungefähr geschrieben, weil ich habe bei meiner Rekonstruktion das Gefälle hier vernachlässigt. Ja, okay. Irgendwo muss man ein bisschen zoomen, sonst wird es zu kompliziert. Ja, das war jetzt zum Verständnis. Das war jetzt der Aufzugsschacht für die Tuben. Genau. Zu dem Teststand Nummer 1. Nein, in die Mitte des Prüfstandsbunkers. Und so hinaus Prüfstand 1, Prüfstand 2. Und da hat er auch wieder eine Gleisweiche direkt in die Prüfstandsnische. Also hier sind tatsächlich echte Tuben hochgefahren worden auf 40 Meter zum Testen und wieder herunter in das Bauwerk. Wieder herunter. Und dann wieder dort in den Raum, über den wir schon gesprochen haben, nachbereitet und dann wieder raus nach Nordhausen ins unterirdische Mittelwerk zum Einbau in die Rakete. Zum Einbau in die Rakete und dann Ausgabe. Und der Druck an verschiedenen Stellen des Systems beim Einspritzen wurde gemessen, der Differenzdruck errechnet und der Treibstoffverbrauch ebenfalls. Die Schubkraft hat man nicht gemessen, die hat man gewusst. Die war, populär ausgedrückt, 25 Tonnen, 245 Kilonewton technisch ausgedrückt. Aber da kann sich ja Nicht-Techniker kaum was vorstellen. Mit Kilonewton arbeiten wir unsere Sicherheitsausrüstung beim Abseilen. 25 Tonnen ist noch ein bisschen. Der Standardmensch. Und mit Kilonewton, bei der Explosion im Prüfstand sollte der Druck, sollte die Schubkraft um 10% erhöht werden. Das ist aber jetzt bitte nicht bewiesen, das ist meine Vermutung. Es hat offenbar doch deutsche Atombomben gegeben, die aber nicht 10 Tonnen schwer waren, sondern nur 1,5 Tonnen. Die hätten gereicht. Exakt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil nichts bewiesen ist und niemand etwas zu. Und mittlerweile, also ich bin da ja auch in den Recherchen drin, sehr tief. Wenn wir Albin Orff nehmen von der Asse, der Leiter des Atommüllendlagers, er hat darüber ausgesagt, die russischen oder sowjetischen Geheimdienstberichte, die britischen, die französischen Geheimdienstberichte, die Aussagen aus Arnstadt, also im Jonastal, haben darüber berichtet. Wenn ich als Polizist an diese Ermittlungen rangehe, der Täter schreibt nicht auf, was er gemacht hat. Ich muss das ermitteln. Wäre ich ein Polizist, würde ich jetzt meine Ermittlungen beenden und das dem Staatsanwalt vorlegen tatsächlich. Das ist alles das, kurz umfasst. So hätte ich es in meinem dienstlichen Alltag tatsächlich gemacht. Und dass wir das heute immer noch leugnen, liegt einfach daran, beziehungsweise nicht wahrhaben wollen, liegt daran, dass wir nicht alle Fakten auf den Tisch legen. Geht da wieder raus, bitte, mit eurer Technik. Ist das Ende der Anlage dann hier von dem? Hier herunten ist das Ende. Ja? Gut, okay. Hat man gesehen, das ist eine Sackgasse. Wir brauchen hier einen Notausgang. Aha, ja. Aber schon einen Monat vor Fertigstellung der ganzen Arbeiten, da haben sich Montagearbeiten und Bauarbeiten überschnitten, waren die meisten Häftlinge abgezogen. Deshalb haben diesen Stollen hauptsächlich deutsche Pioniere gebaut. Pioniere selber? Pioniere, natürlich dürften auch Häftlinge dabei gewesen sein, aber hauptsächlich Pioniere. Deshalb wird dieser Pionierstollen intern auch Pionierstollen genannt und nicht Stollen 23. Aha.
weil der von den Pionieren gebaut wurde. Da waren die Pios am Werk. Ja. Der Stollen 21 vom Keller 20 zum Aufzugsschacht war eine Sackgasse und es gab bei Explosions- oder Brandgefahr oder auch wenn die vorderen Eingänge durch Bombardierung verschüttet worden wären, praktisch keine schnelle Verbindung oder Fluchtmöglichkeit nach außen. Deshalb hatte man in Fortsetzung der zweiten linken Kaverne einen 95 Meter langen Stollen nach Westen ins Freie geplant. Um auch größere Komponenten herein und hinausbringen zu können, mit gleichem Querschnitt wie beim Stollen 21. Da dieses Werk enorme Mengen an Energie benötigte, wurde ab Oktober 1943 eine verbunkerte Transformatorstation errichtet. Der Bunker wurde mittels Dach und aufgemalten Fenstern als Haus vor feindlicher Luftaufklärung getarnt. Der Trafo wurde per Bahn angeliefert und mit eigens verlegten Schienen vom Bahnhof zum Bunker transportiert. Die Stromversorgung wurde mit Überlandleitungen sichergestellt. Warum die Überlandleitungen nicht unterirdisch verlegt wurden, gibt bis heute Rätsel auf. Um eine bessere Tarnung aus der Luft sicherzustellen, haben ausnahmslos alle Häuser des Ortes eine dunkelgraue Tarnlackierung einschließlich der Dächer erhalten. Nur wenige Gebäude tragen bis heute diesen Tarnanstrich. Wollt ihr die Arbeitsgemeinschaft Schlier und Herrn Adolf Grabner bei ihrer wertvollen und wichtigen Arbeit unterstützen, dann könnt ihr gerne eine Spende an mich mit dem Betreff Schlier richten. Link in der Videobeschreibung oder direkt über die AG Schlier. Jeder Betrag wird 1:1 an die AG Schlier weitergeleitet. Ein besonderer Dank geht an Herrn Adolf Grabner, der diese Reportage erst möglich machte und tatkräftig unterstützte. Ein ausgesprochener Dank an alle Beteiligten, die bei den Dreharbeiten, Recherchen und Terminabsprachen involviert waren. Wollt ihr die Anlage Schlier selbst einmal besuchen und eine Führung mitmachen, dann folgt dem Link in der Videobeschreibung. Dieser Film ist allen Opfern dieses schlimmen Krieges gewidmet. In Zeiten erneuter Spannungen und Kriege ist es wichtig, der jungen Generation den Krieg und seine Schrecken zu überliefern, damit auch zukünftige Generationen sensibilisiert für Kriege und ihre verheerenden Folgen sind. In Zeiten, wo mehr Waffen anstatt Diplomatie gefordert werden, ist es umso wichtiger, solche Vereine und Ausstellungen zu fördern, um sich klar gegen jegliche Form von Konflikten und Kriegen auszusprechen. Denn wenn Diplomatie versagt, werden normale Bürger in den Krieg geschickt und lassen dort ihr Leben. Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. Nie wieder Krieg. Eines Tages wird alles gut sein. Das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung. Das ist unsere Illusion. Voltaire, französischer Schriftsteller und Philosoph.